because they're such a nuisance. Even as kids? Yeah. Yeah. And he had kind of no respect for the families or anything else. Er war der ultimative Bad Boy der 90er Jahre Lederjacke, glühender Blick und die Art von Prahlerei, die die Fans zum Ausrasten brachte. Aber jetzt ist er 60 Jahre alt. Und sagen wir mal so, niemand hat das Ende kommen sehen. Die Verwandlung von Richard Grieco hat die Fans verblüfft. Manche nennen sie schockierend, andere inspirierend. Was meinen Sie also? Ist er wie ein guter Wein gereift? 1. Oder ist er ein totaler Schock? 0. Schreiben Sie uns Ihre Antwort in die Kommentare. Wir sind gespannt, was Sie denken. Schauen wir uns an, wie Richard Grieco vom Teenie-Idol zu dem wurde, wie er heute aussieht und was wirklich hinter dieser Veränderung steckt. Richard Grieco, eine Reise vom A-Listenstar zur Hollywood-Ikone. Richard John Grieco Jr. wurde am 23. März 1965 in Watertown, New York, als Sohn einer Familie italienischer und irischer Herkunft geboren. Er wuchs in Dexter, einer Kleinstadt, mit seinen beiden Schwestern Elizabeth und Laura und seinem Bruder David auf. Seine Familie war nicht wohlhabend und seine Eltern, Richard Grieco Sr. und Carolyn Grieco, legten bei ihren Kindern großen Wert auf Disziplin und die Suche nach einer soliden Beschäftigung. Grieco besaß schon in jungen Jahren eine angeborene Anziehungskraft, die er nicht nur seinem Aussehen, sondern auch seiner selbstbewussten Persönlichkeit verdankte. Selbst in einer bescheidenen Gemeinde fiel er als außergewöhnlicher Mensch auf. Grieco war ein hervorragender Footballspieler an der General Brown High. Er spielte sowohl als Center als auch als Cornerback und galt als vielversprechender Profispieler. Mit seinen starken körperlichen Fähigkeiten und seinem leidenschaftlichen Kampfgeist stand er auf dem Spielfeld ständig im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Die Trainer schätzten seine Führungsqualitäten, seine Kühnheit und sein unermüdliches Engagement für die Mannschaft. Neben der Leichtathletik widmete sich Grieco der Malerei und verbrachte oft Stunden damit, Bilder zu malen, die eher von Gefühlen als von Können inspiriert waren. Es war mehr als nur ein Zeitvertreib. Es wurde schließlich zu einem wichtigen Aspekt seines Lebens. Grieco spielte weiter Football, während er die Central Connecticut State University besuchte, mit dem Ziel, es eines Tages zu den Profis zu schaffen. Eine schreckliche Verletzung bereitete dem Ganzen jedoch ein jähes Ende. Da er seine sportlichen Ziele nicht mehr verfolgen konnte, geriet er in einen Zustand der Verwirrung und wusste nicht, was er als nächstes tun sollte. Dann ergab sich eine unerwartete Chance. Während einer Reise nach New York wurde ein Talentsucher von Elite Model Management auf ihn aufmerksam. Grieco wurde aufgrund seines attraktiven Aussehens, seiner hervorragenden Körpergröße und seiner überzeugenden Persönlichkeit sofort als Model unter Vertrag genommen. Als Gesicht großer Unternehmen wie Armani, Calvin Klein und Chanel wurde er schnell berühmt. Trotz seines Erfolgs in der Modewelt wollte Grieco dort nicht stehen bleiben. Das Modeln hat ihn reich und berühmt gemacht, aber es hat ihm nicht gefallen. Die Schauspielerei war seine wahre Leidenschaft. Entschlossen, sein Leben zu verbessern, begann er, abends Schauspielkurse zu besuchen und sich bei zahlreichen Studios in New York zu bewerben. 1985 hatte er seinen ersten Auftritt in der Seifenoper One Life to Live als Rick Gardner. Zunächst in einer kleinen Rolle wurde er aufgrund seiner bemerkenswerten Leistung bis 1987 immer wieder engagiert. Grieco wagte einen mutigen Schritt, als er erkannte, dass er eine echte Chance hatte, sein Leben zu ändern. Er gab das Modeln auf, um sich ganz der Schauspielerei zu widmen. Grieco traf eine gefährliche Entscheidung, aber nach einigen Jahren zeigte sich, dass sie richtig war. Von einem Kleinstadtkind, das von einer professionellen Sportkarriere träumte, wurde er bald zu einer der attraktivsten männlichen Berühmtheiten der 1980er Jahre. Doch der Weg zur Berühmtheit ist selten einfach und seine Zeit an der Spitze sollte nicht lange andauern.
Griecos Einführung in die Modeindustrie war eine zufällige Begegnung, die er jedoch schnell zum ersten Sprungbrett für seine Karriere machte. Mit seinen scharfen Zügen, seinem grimmigen Blick und seiner rebellischen Persönlichkeit war er kein gewöhnliches Model. Er strahlte eine einzigartige Präsenz aus, eine beängstigende Anziehungskraft, die nur wenige andere besaßen. Das war es, was ihn für große Werbekampagnen für Armani, Calvin Klein und Chanel auszeichnete. Trotz des Geldes und der Aufmerksamkeit sah Grieco die Mode nie als sein endgültiges Ziel an. Grieco begann, Schauspielkurse zu besuchen und in New York vorzusprechen, da er erkannte, dass sein Aussehen zu einer Karriere in Hollywood führen könnte. Niemand hätte gedacht, dass ein Model ein professioneller Schauspieler werden könnte, aber er war entschlossen, ihnen das Gegenteil zu beweisen. 1985 erhielt er seinen ersten Job als Rick Gardner in der Tagesserie One Life to Live. Obwohl er nur eine Nebenrolle spielte, überraschte er die Zuschauer mit seiner souveränen Präsenz, seiner natürlichen Schauspieltechnik und seiner Fähigkeit, den Bildschirm zu beherrschen. Was als einmaliger Auftritt geplant war, wurde zu einem 2-jährigen Engagement, da das Publikum ihn immer mehr mochte. Nach seinem Ausstieg bei One Life to Live kämpfte er eine Zeit lang um seinen nächsten großen Durchbruch. Er hatte keine großen Unterstützer in der Branche, kein umfangreiches Netzwerk, nur seine Attraktivität und seinen Willen. Auswirkungen auf 21 Jump Street. Doch das Schicksal meinte es 1988 gut mit ihm, als er für die aufkeimende Fernsehserie 21 Jump Street vorsprach. Die Serie hatte Johnny Depp bereits zu einer Sensation gemacht. Und als Grieco in der 3. Staffel auftauchte, war der Druck immens. Doch anstatt von Depp in den Schatten gestellt zu werden, entwickelte er eine eigene Persönlichkeit für seine Rolle. Junge Zuschauer waren sofort von Detective Dennis Booker fasziniert, einem radikalen Undercover-Beamten mit wallendem Haar, Lederjacken und einer unbekümmerten Einstellung. Er hielt sich an die Normen, stritt mit Vorgesetzten und Kollegen gleichermaßen und sein rebellischer Geist trug dazu bei, dass seine Figur herausstach und einen wunderbaren Kontrapunkt zu Johnny Depps eher zurückhaltendem Auftreten bildete. Grieco entwickelte sich innerhalb weniger Monate von einem unbekannten Schauspieler zur neuen männlichen Ikone der 80er Jahre. Sein Auftritt löste eine Welle der Begeisterung aus und teilte das Publikum von 21 Jump Street in 2 Lager: Team Depp und Team Grieco. Fox erkannte das Versprechen von Dennis Booker und gab Grieco eine noch größere Chance, seine Spin-off-Serie. Doch niemand konnte ahnen, dass dieser Moment der Beginn einer Reihe von Ereignissen sein würde, die Richard Griecos Karriere für immer verändern würden. Richard Grieco kam 1988 in der 3. Staffel von 21 Jump Street hinzu, als die Serie gerade die Nation eroberte und Johnny Depp zu einem der beliebtesten jungen Schauspieler Hollywoods machte. Grieco sollte die Gruppe aber nicht nur abrunden, sondern auch beleben und einen echten Gegenpol zu Depp bilden. Fox brauchte einen Undercover-Agenten mit eigenem Charme, der sich an seine eigenen Regeln hielt. Und Dennis Booker war die perfekte Besetzung. Bookers ungepflegtes Haar, seine Lederjacke, seine zerrissenen Hosen und seine streitlustige Haltung standen in scharfem Kontrast zu Tom Hansons aufrechter Erscheinung. Schon nach wenigen Folgen löste Booker eine heftige Kontroverse unter den Fans aus. Im Gegensatz zu Hanson, einem jungen, idealistischen Offizier, der das Gesetz befolgte, verhielt sich Booker instinktiv, scheute sich nicht, Autoritäten in Frage zu stellen und missachtete konsequent die Regeln. Dies führte zu einer deutlichen Spaltung des Publikums. Team Depp tritt gegen Team Grieco an. Fox erkannte sofort die kommerzielle Goldgrube und nutzte diesen Wettbewerb für eine ideale Werbekampagne. Die Teaser der Serie wurden so produziert, dass sie den Anschein eines stillen Kampfes zwischen den beiden männlichen Protagonisten erweckten, was das Interesse der Zuschauer weckte und viele Zuschauer anlockte. Die Feindseligkeit zwischen Depp und Grieco
war jedoch nicht nur für die Kameras gedacht. Grieco sagte später, dass es während der Produktion tatsächlich zu Konflikten zwischen den beiden kam, weil Depp sich zunehmend über die Anerkennung ärgerte, die ihm 21 Jump Street verschaffte, während Grieco sich über seinen neu gewonnenen Status freute. Depp wollte nicht einfach als ein weiteres junges Idol wahrgenommen werden und Griecos Anwesenheit, die ihm die Aufmerksamkeit zu nehmen drohte, machte ihn noch unruhiger. Abseits der Leinwand waren die beiden nicht befreundet. Und diese Spannung verlieh den Konflikten zwischen Hansen und Booker auf der Leinwand eine besondere Note. Dennoch war Grieco kein Johnny Depp-Klon. Und er zeigte sofort, dass Dennis Booker eine eigenständige, vollentwickelte Figur war. Er war nicht einfach ein weiterer Bösewicht. Booker verlieh der Serie eine rauere, rebellischere Haltung, die das Publikum liebte. Grieco wurde zum herausragenden Darsteller nach Depp, was nur wenige nach nur einer Staffel von sich behaupten können. Fox ging ein Risiko ein, weil er sein immenses Potenzial erkannte. Fox genehmigte eine völlig neue Serie für Grieco mit dem Titel Booker. Die Entscheidung war damals ein äußerst bemerkenswerter Schritt. Eine Nebenfigur aus einer Fernsehsendung überzeugte nicht nur, sondern wurde als so faszinierend eingestuft, dass sie ein eigenes Spin-off bekam. Es war nicht nur eine Bestätigung für Griecos Popularität. Es war eine Bestätigung seiner schauspielerischen Fähigkeiten. Innerhalb weniger Jahre hatte er sich vom Model zum Schauspieler entwickelt und war nun der Star seiner Serie. Doch Griecos Erfolg war nicht nur spektakulär. Er war auch mit hohen Erwartungen und Druck verbunden. Konnte er den Schwung beibehalten, nachdem er 21 Jump Street verlassen hatte, oder würde dieser Moment der Höhepunkt seiner Karriere sein? Booker würde der ultimative Test für Richard Grieco sein, um festzustellen, ob er das Potenzial hatte, ein echter Superstar zu werden. Booker wurde 1989 zum ersten Mal ausgestrahlt und zeigte die Figur Dennis Booker, der bei der Polizei kündigte, um als Privatdetektiv für eine große Firma zu arbeiten. Die Serie hatte eine moderne Noir-Atmosphäre mit einer intelligenten, rebellischen Hauptfigur, die sich nicht an Normen hielt. Die Serie war kein Spin-off von 21 Jump Street. Es war eine ganz andere Geschichte, düsterer, kühner, und im Mittelpunkt standen Fälle mit größeren psychologischen Komplexitäten. Die ersten paar Folgen von Booker weckten viele Hoffnungen. Grieco behielt seine überzeugende Präsenz bei, indem er das Image des Bösewichts mit einer kühlen, überraschenden Note verband. Die Einschaltquoten waren relativ konstant und Fox warb weiterhin für ihn als Hollywoods nächsten großen Rivalen. Als die Sendung jedoch an Fahrt gewann, führte ein interner Machtkampf zu ihrem Zusammenbruch. Obwohl die Sendung nur eine Staffel lang lief, war Booker sowohl inhaltlich als auch in Bezug auf die Zuschauerzahlen ein Erfolg. Die Sendung hatte eine konstante Fangemeinde und festigte Griecos Ruf als hochkarätige Fernsehpersönlichkeit. Die Lösung liegt in einer Fehde zwischen Fox und dem Produzenten Stephen J. Cannell, der sowohl 21 Jump Street als auch Booker entwickelt hatte. Fox strebte die vollständige Kontrolle über die Ausstrahlungsrechte im Ausland an, die Cannell nicht aufgeben wollte. Da 21 Jump Street bereits ein weltweiter Erfolg war, hatte Booker das Potenzial, in anderen Ländern ein Multimillionen-Dollar-Eigentum zu werden. Als Cannell sich jedoch weigerte, die Rechte zu verkaufen, beschloss Fox, die Serie zu beenden, indem beide Serien gleichzeitig abgesetzt wurden. Bei dieser Entscheidung ging es nicht um die Qualität. Grieco war kaum mehr als ein Spielball bei der kommerziellen Säuberung. Schlimmer noch, Grieco wusste nichts von dem Machtmanöver hinter den Kulissen, bis alles unter Dach und Fach war. In späteren Interviews verriet er, dass er nie die Gelegenheit hatte, die Sendung zu retten. Vor langer Zeit traf jemand eine Entscheidung, die keinen Raum für Diskussionen ließ. An einem Tag war er der Star in seiner Show. Am nächsten Tag hatte er nichts mehr. Der Vorfall war nicht der erste schwere Rückschlag für Grieco in seiner Karriere.
Es war eine harte Lektion über den unbarmherzigen Charakter von Hollywood, Richard Grieco, der vom Fernsehen abserviert worden war. Als Booker abgesetzt wurde, hatte keine Zeit zu schmollen. Schauspielkarriere und künstlerischer Werdegang. Nur ein Jahr nach diesem überraschenden Erfolg gab er sein Kinodebüt mit If Looks Could Kill 1991, eine Actionkomödie im Stil von James Bond, die sich jedoch an ein jüngeres Publikum richtete. Mit dieser Rolle konnte er beweisen, dass er mehr als nur ein Fernsehstar war. Er konnte einen ausgewachsenen Hollywood-Blockbuster tragen. Grieco spielte in dem Film die Rolle des Michael Corbin, eines Highschool-Schülers, der fälschlicherweise für einen professionellen Spion gehalten wird und in eine gefährliche internationale Spionageoperation hineingezogen wird. Der Film war als energiegeladener Spionagespaß konzipiert, mit Verfolgungsjagden, Hightech-Geräten und natürlich vielen Sequenzen, in denen Grieco seinen charakteristischen Charme und sein gutes Aussehen unter Beweis stellen konnte. Trotz seiner amüsanten Momente wurde If Looks Could Kill nicht der erwartete Erfolg an den Kinokassen. Der Film erhielt gemischte Kritiken. Einige lobten die Unbeschwertheit des Films, während andere die Geschichte als zu simpel und substanzlos bezeichneten. Vor allem aber waren die Zuschauer nicht bereit, Grieco als erstklassigen Actionstar zu akzeptieren. Er blieb zu sehr mit der Figur des Dennis Booker identifiziert. Und dieser Film konnte diesen Eindruck nicht zerstreuen. Doch Grieco ließ nicht locker und versuchte, sich zu beweisen. Nur wenige Monate später kehrte er mit einem weitaus ehrgeizigeren Konzept zurück. Mobsters. Wenn If Looks Could Kill ein erfolgloses Experiment war, bot ihm Mobsters eine echte Gelegenheit, seine schauspielerischen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Es war ein Mafia-Kriminalfilm mit einigen der heißesten jungen Talente dieser Zeit, darunter Christian Slater, Patrick Dempsey, Costas Mandylor und natürlich Richard Grieco. Er verkörperte Bugsy Siegel, einen der berüchtigsten Gangster Amerikas, der für seine Brutalität berüchtigt, aber auch für seinen Charme bekannt war. In seiner bisher komplexesten Rolle musste Grieco zwei gegensätzliche Charaktere darstellen, den eleganten, gut aussehenden Gentleman und den kaltblütigen Killer. Der Film wurde als jugendliche Interpretation von Mafia-Klassikern wie Der Pate und Goodfellas angekündigt, konnte aber trotz einer vielversprechenden Besetzung nicht an das überragende Erbe dieser Filmikonen anknüpfen. Während der Film selbst nicht besonders gelobt wurde, erhielt Griecos Leistung deutlich mehr positives Feedback als seine früheren Arbeiten. Er bewies, dass er mehr als nur ein hübsches Gesicht ist. Er war in der Lage, vielschichtige Rollen mit großer dramatischer Wirkung zu spielen. Danach bekam er keine größeren Rollen mehr und verlor allmählich den Anschluss an das Rampenlicht Hollywoods. Er änderte jedoch schnell seinen Kurs und schlug einen anderen Weg ein. Grieco gründete 1994 die Dunmire Band und suchte nach einer neuen Richtung. Als seine Schauspielkarriere begann und er einen Plattenvertrag mit der deutschen Idol Record Company unterzeichnete. Es war ein riskanter Schritt, vor allem, da er immer noch hauptsächlich als Fernsehschauspieler und nicht als ernsthafter Musiker bekannt war. Ein Jahr später, 1995, veröffentlichte er Waiting for the Sky to Fall in der Hoffnung, damit ein neues Kapitel in seiner Karriere aufzuschlagen. Doch die Dinge entwickelten sich nicht wie erwartet. Trotz des Interesses seiner treuen Fans blieb der kommerzielle Erfolg des Albums aus und es gelang ihm nicht, sich im Musikgeschäft zu etablieren. Niemand erkannte Grieco als legitimen Sänger an und es schien, dass die Öffentlichkeit ihn lieber auf der Leinwand als hinter einem Mikrofon sah. Im Jahr 2004 gründete er eine weitere Band, Wasteland Park, mit dem Ziel, den Erwartungen zu trotzen und sein musikalisches Können unter Beweis zu stellen. Doch die Geschichte wiederholte sich. Die Band wurde kaum wahrgenommen, hatte keine Erfolge und konnte Grieco nicht aus dem Schatten seiner Schauspielkarriere befreien. Nach jahrelangen erfolglosen Versuchen nahm Grieco endlich die Realität an.
Er gab die Musik auf, verließ das Studio und verfolgte andere Interessen. Trotz seines mangelnden Erfolgs zeigte Grieco, dass er mehr als nur ein glücklicher Star war. Er war ein echter Künstler, der sich nicht scheute, an seine Grenzen zu gehen, auch wenn dies bedeutete, zu scheitern. Wenn die Musik ein gescheitertes Unterfangen war, so war die Malerei der Ort, an dem Richard Grieco wirklich zu sich selbst fand. Die Bühnenlichter und die Anforderungen Hollywoods waren verschwunden. In der Malerei konnte er seine Leidenschaft in ihrer reinsten Form ausdrücken, frei von jeglichem Formzwang. Grieco begann 1987 auf dem Höhepunkt seiner Schauspielkarriere zu malen. Aber der Künstler war nicht nur ein Star, der mit etwas Neuem experimentierte. Die Malerei diente ihm als Zufluchtsort und ermöglichte es ihm, Gefühle auszudrücken, die er nicht verbal ausdrücken konnte. Inmitten des Rampenlichts des Ruhms und der damit verbundenen Belastungen wurden seine Bilder zu einem geheimen Ort, an dem er der Last der öffentlichen Erwartungen entkommen und ganz und gar er selbst sein konnte. Schon in jungen Jahren war er von der Malerei fasziniert. Aber erst 2009 entschied er sich, dies öffentlich zum Ausdruck zu bringen. Dennis Hopper, ein Hollywood-Star und herausragender Maler, gab ihm den Mut dazu. Hopper erkannte in Griecos Gemälden etwas Bemerkenswertes und ermutigte ihn, seine Fähigkeiten nicht länger zu verstecken. Laut Hopper sollte Grieco mit seiner Kunst mit Menschen kommunizieren, die seine emotionale Frequenz teilten. Es sollte jedoch noch 10 Jahre dauern, bis Grieco sich sicher genug fühlte, um diesem Rat zu folgen. Einzelausstellung und persönliches Leben. Im Jahr 2013 hatte er seine erste Einzelausstellung in der Galerie Sparta in Hollywood. Diese Veranstaltung war nicht einfach nur eine weitere Kunstausstellung, sondern hatte einen gemeinschaftlichen Charakter. Ein Teil der Einnahmen aus Griecos Skulpturen ging an Wolf Connection, eine von The Fallen finanzierte Wolfsrettungsgruppe, die Militär- und Polizeibeamte unterstützt. Grieco wollte eindeutig mehr als nur seine Kunstwerke ausstellen. Er möchte, dass sie einen bedeutenden positiven Einfluss auf die Welt um ihn herum haben. Grieco beschreibt seinen Stil als abstrakten Emotionalismus. Er malt nicht in einem realistischen Stil und versucht auch nicht, die Realität genau wiederzugeben. Stattdessen drückt er durch Farbe, Linien und Textur reine Emotionen aus. Für Grieco hat jedes Kunstwerk eine einzigartige Bedeutung. Die Interpretation bleibt dem Betrachter überlassen. Der eine mag Einsamkeit empfinden, der andere Wut oder Erregung. In dieser Vielfalt liegt die Kraft von Griecos Werk. Sie definiert nicht. Es schafft Raum für die Seele, um sich frei zu bewegen. Anders als in der Musik und der Schauspielerei, wo der Erfolg durch die Einnahmen an den Kinokassen oder die Platzierungen in den Charts definiert wird, ist Griecos Arbeit nicht auf die Zustimmung Hollywoods angewiesen, um wertvoll zu sein. Seine Bilder sind nicht für die breite Öffentlichkeit bestimmt, sondern für Menschen, die sie tatsächlich erleben können. Der Erfolg kam von selbst. Eines seiner frühen Werke wurde für $10.900 verkauft. Eine beachtliche Summe für einen Künstler, der nicht dem Mainstream angehört. Seine Präsentation in der Galerie Sparta verblüffte sogar einige seiner engsten Bekannten aus der Unterhaltungsbranche. Griecos Golfpartner, der legendäre Sänger Johnny Mathis, sagte, er habe nichts von seinen Malfähigkeiten gewusst. Ich kannte ihn nur vom Golfplatz. Ich hatte keine Ahnung, dass er eine so reiche, emotionale und künstlerische Welt in sich trug. Griecos Kunst zog viele Betrachter in ihren Bann, nicht nur wegen der Bilder, sondern auch wegen der rohen, ungefilterten Emotionen, die sie vermittelten. Griecos Technik ist insofern ungewöhnlich, als er nicht malt, um zu verkaufen. Seine Gemälde sind keine Geschäftsobjekte, sondern Ausdruck seiner selbst. Aus diesem Grund sind die Menschen, die Griecos Bilder besitzen, nicht nur Bewunderer, sondern auch solche, die mit ihm in Verbindung gebracht werden wollen. Er verwendet auch ungewöhnliche Techniken, wie das Zeichnen von Formen unter die Leinwand, um neue Texturen zu schaffen.
was jedes Gemälde über die Ebene der bloßen Bilder hinaushebt. Sie wird zu einer dreidimensionalen Erfahrung. Grieco hört nie auf zu probieren und zu erfinden. Denn für ihn geht es in der Kunst nicht darum, ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Es geht darum, sich auf eine Entdeckungsreise zu begeben. Richard Grieco hat zahlreiche Wege über die Kunst beschritten. Vom Fotomodell über den Schauspieler und Musiker bis hin zum eigentlichen Maler. Aber die Malerei hat ihn letztlich glücklich gemacht. Seine Karriere war bunt, mit Erfolg und Misserfolg, und sie spiegelte sein Privatleben wider. Richard Grieco hat nie geheiratet, aber sein Liebesleben war voller Leidenschaft, Unbeständigkeit und Herzschmerz. Griecos Liebesleben. Er war mit mehreren berühmten Frauen liiert, aber keine von ihnen war in der Lage, ihn über einen längeren Zeitraum in der Realität zu halten. Griecos Beziehung zu Christina Applegate, die in der Fernsehserie Married with Children, begann im Jahr 1988. 1987 endete die Beziehung nach fast 2 Jahren. Kurze Zeit später trat das kanadische Model und Schauspielerin Kimber Sissons in sein Leben. Griecos längste Partnerschaft mit Kimber war durch ein Hin und Her gekennzeichnet, das über 1 Jahrzehnt andauerte. Grieco begann 1989 mit Kimber auszugehen, etwa zur gleichen Zeit, als sie bei Booker zu arbeiten begannen. Obwohl sie sich mehrmals getrennt hatten, gelang es dem Paar, wieder zueinander zu finden, auch während Kimbers kurzer Ehe mit einer anderen Person. Neben seiner Beziehung zu Kimber war Grieco auch in andere Partnerschaften verwickelt. Katie Wagner, die Tochter des Schauspielers Robert Wagner, war die Frau, mit der er im Jahr 1993 zusammen war. Die beiden traten gemeinsam bei der Premiere von Sliver auf und lebten für kurze Zeit zusammen, bevor sie getrennte Wege gingen. Als er im selben Jahr auf einer Interviewreise in Europa war, hatte er die Gelegenheit, die französische Schauspielerin Adeline Blondiot kennenzulernen. Auf den ersten Blick verliebte er sich sofort in sie. Die meiste Zeit verbrachten sie mit Reisen durch Frankreich und Grieco hatte sogar die Gelegenheit, ihre Verwandten zu treffen. Die Fernbeziehung erwies sich jedoch als unhaltbar, obwohl sie auch nach der Trennung noch einige Zeit miteinander kommunizierten. In den Jahren 1993 und 1994 war Grieco in eine umstrittene Beziehung mit Terry Farrell verwickelt, der die Rolle des Deep Space Nine in Star Trek spielte. Obwohl Farrell sich Stabilität wünschte, war Grieco noch nicht bereit, eine Ehe einzugehen. Die Spannungen verschärften die emotionale Distanz zwischen den beiden nur noch mehr. Obwohl Grieco schwor, seine Partnerin nie betrogen zu haben, konnte Farrell nicht anders, als neidisch zu sein und an seiner Treue zu zweifeln. Schließlich beschloss er, die Verbindung endgültig zu beenden und sich von ihr zu trennen. Am Set von Heaven or Vegas lernte Grieco 1996 zum ersten Mal Jasmine Bleeth kennen. Und die beiden wurden fast sofort unzertrennlich. Sie gingen von 1996 bis 1997 zusammen, trennten sich dann und kamen 1998 wieder zusammen. Ihre eigenen Probleme machten sie zu einer seiner intensivsten und emotionalsten Partnerschaften. Sowohl Jasmin als auch Grieco waren drogenabhängig, aber Grieco war völlig dem Alkohol verfallen. Ihre Beziehung wurde durch ihre ständigen Streitigkeiten und ihr selbstzerstörerisches Verhalten vergiftet, obwohl sie eine tiefe Liebe füreinander empfanden. Im Jahr 1998 gaben sie ihre Verlobung bekannt und zogen zusammen. Im Jahr 2000 ging jedoch alles in die Brüche und sie beschlossen, sich endgültig zu trennen. Grieco hatte vor seiner Wiedervereinigung mit Jasmin im Jahr 1998 eine kurze Beziehung mit Kimber Sissons, aus der im Mai 1999 ihr gemeinsamer Sohn Dylan Justice Sissons hervorging. Anfangs war sich Grieco über seine Vaterschaft nicht sicher,
Nachdem ein DNA-Test jedoch bestätigt hatte, dass er der Vater von Gilibatzis, übernahm er die Verantwortung für Dylans Erziehung und begann, sich um ihn zu kümmern. Leben und Karriere. Andererseits tauchten 2003 Beweise dafür auf, dass Grieco mit den Unterhaltszahlungen für seine Kinder fast ein Jahr lang im Rückstand war, was Kimber dazu veranlasste, ein Gerichtsverfahren einzuleiten. Grieco verkaufte rasch die Immobilie, um den Kredit zu tilgen, was Kimber davon abhielt, ihren Plan der Zwangsvollstreckung in sein Haus zu verwirklichen. Darüber hinaus entschuldigte er sich, indem er verschiedene Weihnachtsgeschenke für Dylan kaufte. Nach ihrer Trennung im Jahr 1998 in sich kamen Kimber und Grieco nie wieder zusammen, obwohl sie eine lange gemeinsame Vergangenheit hatten. Grieco begann im Jahr 2001 eine neue Beziehung mit Stephanie Nisnik, die durch ihre Rolle in der Fernsehserie Everwood bekannt wurde. Obwohl sie ihr Privatleben geheim hielten, wurden sie häufig zusammen bei Wohltätigkeitsveranstaltungen gesichtet. Mehrere Jahre lang schienen sie aufgrund ihrer Beziehung eines der wenigen festen Paare in Griecos meist turbulentem Leben zu sein. Im Jahr 2007 trennten sie sich jedoch diskret und ohne eine Erklärung für die Öffentlichkeit abzugeben. Im Jahr 2003 kursierten in Deutschland Gerüchte, dass sie eine gemeinsame Tochter hätten, was jedoch von Freunden und Familie bestritten wurde. Grieco hatte nicht nur längerfristige Partnerschaften, sondern auch kurzfristige Beziehungen, darunter eine mit Lynette Walden, die auch sein Co-Star in der Fernsehserie Mobsters war. Sie gingen für kurze Zeit miteinander aus, sie zog bei ihm ein und das Paar verlobte sich sogar, bevor sie getrennte Wege gingen. Ihre Beziehung endete. Obwohl er mehrere hochkarätige Romanzen hatte, hat Richard Grieco nie geheiratet. Vielleicht war er nie bereit, sich in irgendeiner Weise einschränken zu lassen, oder das Leben eines Mannes, der so viele Höhen und Tiefen erlebt hatte, ließ ihn einfach nicht für längere Zeit an einem Ort bleiben. Im Laufe des Jahrzehnts der 2000er Jahre zog er sich allmählich aus der Öffentlichkeit zurück, und viele Menschen fragten sich, was aus demjenigen geworden war, den man zuvor für den Konkurrenten von Johnny Depp gehalten hatte. Die Luft war voll von Gerüchten. Grieco sah sich mit Vorwürfen konfrontiert, seine Karriere durch nächtelange Partys, starken Alkoholkonsum und einen unkontrollierbaren, chaotischen Lebensstil zu untergraben. Andere glaubten, er habe einfach die Lust am Schauspielen verloren oder sei von einem Hollywood, das ständig auf der Suche nach neuen Talenten war, übersehen worden. Grieco hingegen hat trotz aller Gerüchte nie etwas bestätigt. Er zog es vor, zu schweigen und die Gerüchte an sich vorbeiziehen zu lassen, während er sein Leben nach seinen Vorstellungen weiterlebte. Grieco konnte sich ein solides finanzielles Fundament bewahren, auch wenn es nicht mehr an der Spitze lag. Tantimen aus 21 Jump Street, Booker und anderen Filmen, Einnahmen aus seinen Kunstwerken und kleinere Projekte, an denen er im Laufe der Jahre beteiligt war, tragen alle zu seinem geschätzten Nettovermögen von etwa $4 Millionen bei. Sein Reichtum stammt aus verschiedenen Quellen, einschließlich der Tantiemen aus diesen Filmen. Richard Grieco mag nicht so berühmt gewesen sein wie seine Kollegen, aber sein Einfluss ist unbestreitbar. In der Fernsehserie 21 Jump Street war Dennis Booker mehr als nur eine Nebenfigur. In den späten 1980er Jahren wurde er zu einer Berühmtheit als böser Junge, was den Weg für spätere Darstellungen von trotzigen Gesetzeshütern im Kino ebnete. Die Entscheidung von Fox, Grieco eine Nebenrolle in seiner Spin-off-Serie Booker anzubieten, war ein seltenes Ereignis und zeugt von der Star-Power, die er während seiner Hochphase besaß. Obwohl sich seine Filmkarriere nicht so schnell wie erwartet entwickelte, sind die Mafiosi auch heute noch ein Synonym für ihre Zeit, insbesondere für Zuschauer, die in den 1990er Jahren geboren und aufgewachsen sind. In den Fernsehserien 21 Jump Street und Booker wurde eine Reihe populärer zeitgenössischer Songs verwendet, womit Grieco einen weiteren Beitrag zu dem sich entwickelnden Trend leistete, Rockmusik mit dem Fernsehen zu verbinden.
Griecos künstlerische Karriere war nicht so erfolgreich wie seine Musikkarriere, aber er hinterließ einen unauslöschlichen Eindruck in der Welt der Kunst. Sein abstrakt-emotionaler Ansatz, der sich auf das reine Gefühl und nicht auf spezifische Bilder konzentriert, hat ihm eine einzigartige Position in der ästhetischen Welt verschafft. Seine Werke erzielten nicht nur hohe Preise, sondern vermittelten auch eine neue Sichtweise auf die Befreiung der Kunst von den Grenzen, die ihr traditionell auferlegt worden waren. Mehr als alles andere ist Richard Grieco ein Symbol für eine Generation von Schauspielern, die sich nicht an die ausgefeilten Standards von Hollywood hielten, sondern ihren eigenen Weg gingen. Ob er nun auf dem Gipfel der Popularität stand oder hinter den Kulissen arbeitete, er lebte sein Leben nach seinen Vorstellungen und hinterließ das überzeugende Bild eines vielseitigen Künstlers, der sich über Regeln hinwegsetzte und ständig nach Möglichkeiten suchte, seine kreative Seite auszudrücken. Richard Grieco ist immer noch künstlerisch aktiv und geht weiterhin seinen Hobbys nach, obwohl er nicht mehr zu den bekanntesten Schauspielern der Filmindustrie gehört. Zurzeit lebt er in Los Angeles, wo er die meiste Zeit damit verbringt, in seinem eigenen Atelier zu entwerfen und Kunst zu machen. Die Malerei ist nach wie vor sein Hauptinteresse und er veranstaltet weiterhin Ausstellungen, in denen er Werke in seinem selbst entwickelten abstrakten emotionalen Stil präsentiert. Die Tatsache, dass Griecos Gemälde so beliebt sind, dass sie von Sammlern gekauft werden und hohe Preise erzielen, ermöglicht es ihm, seine kreative Karriere aufrechtzuerhalten, ohne auf Hollywood angewiesen zu sein. Grieco beteiligt sich weiterhin an kleineren Filmprojekten und arbeitet als Produzent und Regisseur bei Indie-Filmen. Neben der Malerei ist er auch in diese Projekte involviert. Außerdem nimmt er häufig an Comic-Con-Veranstaltungen, wo er Beziehungen zu treuen Fans von 21 Jump Street und Booker pflegt. Er ist in den sozialen Medien aktiv, insbesondere auf Instagram, wo er seine Kunstwerke, Updates zu neuen Projekten und Einblicke in sein tägliches Leben postet. Diese Aktivitäten ermöglichen es ihm, den Kontakt zu seinem Publikum aufrechtzuerhalten und dessen Interesse an dem zu wecken, was er präsentiert. Die rätselhafte Anziehungskraft und die starke Persönlichkeit, die Grieco besitzt, sind immer noch vorhanden, auch wenn seine goldenen Zeiten vorbei sein mögen. Die Liebe zur Kunst, die nie vergeht, ist die treibende Kraft hinter seinem heutigen Leben, das ruhiger und weniger hektisch ist als in der Vergangenheit. In der Vergangenheit war Richard Grieco eine Hollywood-Ikone, doch anstatt zu versuchen, seine Position im Rampenlicht zu halten, traf er die mutige Entscheidung, zu verschwinden. Dies geschah nicht, weil er gescheitert war, sondern weil er ein Leben frei von Berühmtheit und den Erwartungen anderer führen wollte. Er entschied sich, nicht zu heiraten, keine Aufmerksamkeit zu suchen und die Bühne zu meiden. Es heißt, er habe alles verloren, aber wenn er zurückblickt, hat er vielleicht etwas noch Wertvolleres entdeckt. Ein Leben, das er nach seinen eigenen Vorstellungen lebte. Da er nicht mehr der Autorität Hollywoods unterworfen war, musste er auch niemanden mehr zufriedenstellen, außer sich selbst. Hier ist also die große Frage: Respektieren Sie die Tatsache, dass Richard Grieco sich aus dem Rampenlicht zurückgezogen hat? Oder wünschen Sie sich, dass er ein großes Hollywood-Comeback feiert? Schreiben Sie uns unten Ihre Meinung. Und wenn Sie schon dabei sind, verraten Sie uns Ihre Lieblingsrolle oder Erinnerung an Richard Grieco. Wenn Sie dieses Update überrascht hat, klicken Sie auf Gefällt mir, drücken Sie den Abo-Button und klingeln Sie, denn wir haben noch mehr Geschichten von damals und heute, die Sie nicht verpassen sollten.